Yassas und willkommen zu dieser neuen Episode, in der wir euch mal zeigen, was wir so machen, wenn uns langweilig ist. Wir sind immer noch in Griechenland, warten auf unsere neuen Reisepässe und parken, wie man das hier so macht, direkt am Meer. Und wir fangen auch direkt mit einem Highlight an. Nee, nicht die zwei Möwen, auch wenn die auf dieser alten Steinruine auch ein ziemlich gutes Bild hergeben. Aber wir parken immer so, dass wir nach hinten raus den schönsten Blick haben. In diesem Fall natürlich aufs Meer. Und so habe ich zufällig in der Ferne zwei Delfine gesehen. Ich bin dann sofort rausgesprungen mit der Drohne, um die dann von oben zu filmen. Und hier sind die auch. Wie man hier sieht, sind die ziemlich schwer in dem dunklen Wasser zu erkennen. Kurz darauf sind die beiden an am Bildrand weggeschwommen, ohne dass ich es überhaupt gesehen habe. Also das war jetzt noch am Computer etwas rangezoomt, auf dem kleinen Handy-Display in der Sonne und diversen Anzeigen auf dem Bildschirm sieht man beim Drohnefliegen einfach nicht so viel. Ich bin vom Sport zurückgekommen, als Mariano meinte, er hat einen Delfin gesehen. Deswegen bin ich die Klippe hochgerannt und habe gehofft, die Delfine von da oben entdecken zu können. Aber habe sie leider auch nicht mehr sehen können und bin stattdessen schwimmen gegangen. Zurzeit bin ich wieder voll im Lesefieber und genieße es total mal wieder Fiction zu lesen, die mich ein bisschen in andere Welten bringt und einfach gute Laune macht. Wir finden es immer wieder spannend, länger an einem Stellplatz zu stehen und zu sehen, was so um einen rum passiert. Also hier passieren Dinge. Jetzt macht da ein Mann am Strand Tai Chi. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich war mal in China, da habe ich das auch gemacht. In so Parks, da wird dann abends immer so Paartanz gemacht, richtig lustig. Und wir haben dann morgens, also ich war da für so einen Uni-Austausch, Sommerschule. Und wir haben das dann halt irgendwie morgens oder vormittags dann da in diesem Park gemacht. Und das ist halt schon ganz spannend, weil dann schiebt man so, ich weiß noch, man schiebt so die Wolken hin und her. Ja, sehr lustig. Jetzt da schon wieder so ein Taucher. Lustiger Ort. Ist irgendwie immer ganz spannend, diese Taucher zu beobachten. Das passiert uns ja irgendwie immer öfter, weil wir oft am Meer stehen. Und der gerade hatte auf jeden Fall zwei kleine Fische. Wir haben aber auch schon mal Leute gesehen, die irgendwie größere Fische gefangen haben oder sogar Leute, die Oktopusse bzw. Kraken gefangen haben. Ist auf jeden Fall ein interessantes Hobby, so zu tauchen mit einer Harpune und zu fischen. Wir haben ein sehr großes Problem gerade, und zwar ist unsere Pflanzenmilch alle und heute ist ein Feiertag in Griechenland, deswegen können wir keine neue kaufen. Außerdem ist die sowieso immer ziemlich teuer, aber ich finde, in meinem Kaffee schmeckt halt irgendwie nur gekaufte Hafermilch. Trotzdem habe ich hier jetzt ewig rumgegoogelt und nochmal ein Rezept gefunden und werde jetzt noch ein letztes Mal probieren, die selber zu machen. Und hoffen, dass es diesmal gelingt, weil dann könnte man sehr viel Geld sparen und es wäre natürlich viel nachhaltiger und auch cooler, Sachen selbst zu machen. Und der erste Schritt ist erstmal Haferflocken ein bisschen einweichen zu lassen. Wir haben hier so ein tolles Teil gekauft, in Deutschland noch. Das wurde als Milkmaker verkauft und da ist halt so ein integriertes Sieb für selber Pflanzenmilch machen und so ein Stoßel. Und damit probieren wir das jetzt mal. Ich habe ein bisschen recherchiert, wie man gute Barista-Pflanzenmilch selber machen kann. Und da stand halt ganz viel Cashew-Mousse bzw. Nussmus. Das haben wir jetzt gerade nicht und die Supermärkte sind zu. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach mit Tahini. Das ist ja Sesammousse und es geht ja vor allem um die Konsistenz und die Cremigkeit. Also tue ich da jetzt einfach ein bisschen rein und dann mal gucken, ob wir das irgendwie mit Agavendicksaft oder so noch ein bisschen abschmecken. Aber versuchen dadurch halt diese Cremigkeit herzustellen wie bei Barista-Milch. Schmeckt halt jetzt wie Tahini mit Wasser und Hafer. Also ich habe das Ganze jetzt mit Kaffee probiert und ich würde dem Ganzen so eine 6 von 10 geben. Also es ist auf jeden Fall schon dickflüssiger durch den Tahini. Ich glaube, ich habe den Geschmack, was so Zucker, also Agavendicksaft angeht, noch nicht so perfekt
rausgefunden. Aber in dem tollen Blog-Eintrag, den ich gelesen habe, stand auch, da hilft nur, sich auszuprobieren. Also wahrscheinlich werde ich einfach noch ein bisschen mehr rumprobieren und einfach nicht so viel machen. Aber ich glaube, so mit Müsli und so geht das halt immer voll gut und ist dadurch natürlich auch voll günstig und einfach voll cool. Aber bei Kaffee, da braucht man einfach die perfekte Hafermilch oder die perfekte Sojamilch oder so. Und die habe ich bis jetzt immer nur im Supermarkt finden können. Guten Abend, ich beleuchte mich mal mit der Solarlampe hier, dass ihr mich sehen könnt. Da hinten ist der Van und ich werde mal versuchen, mit einer Taschenlampe so ein paar Lichtmalereien zu machen und einen Schriftzug. Habt ihr vielleicht jetzt wahrscheinlich, wenn es geklappt hat, als Thumbnail gesehen. Es ist dunkel, Sterne sind draußen, aber im Video sieht man das leider nicht so. Kann es ja mal vormachen, vielleicht kann man irgendwie ein bisschen was erkennen. Das Grundprinzip ist es, die Kamera auf ein Stativ zu stellen, ein Foto mit einer sehr langen Belichtungszeit zu machen und dabei eine Lampe im Bild so zu bewegen, dass dann ein Schriftzug entsteht. Ui. Nee, blicken soll das nicht. Also so oder so ähnlich soll das aussehen. Ich glaube, ich werde einige Versuche brauchen, dass ich es hinbekomme. Mal schauen, wie das Ergebnis wird. Okay, wie ihr an den mehreren Dutzend Versuchen sehen könnt, ist es gar nicht so einfach. Zum einen den Schriftzug richtig hinzubekommen, weil man ja quasi schreibt, ohne zu sehen, wie man es schreibt. Und die Komposition muss natürlich auch stimmen. Dies, eines der letzten Fotos, fand ich dann am besten. Hallo liebe Partyfreunde, nebenan ist eine Party. Deswegen parken wir jetzt um, weil wir können sonst nicht schlafen und wir wollen jetzt auch nicht bei der Party mitmachen. Wir sind auch nicht eingeladen. Wir sind auch nicht eingeladen und das sind halt irgendwie so 4 Camper, die da irgendwie im Kreis stehen, Lagerfeuer machen und Party machen und das dauert bestimmt noch ein bisschen, deswegen fahren wir jetzt auf die andere Seite des Strandes. Man muss dazu sagen, die haben das auch schon gestern gemacht, also es wäre jetzt die zweite Schlafnacht. Weil wir in der Nacht nicht so viel sehen konnten, die andere Seite vom Strand auch ziemlich vollgeparkt war, es abseits vom Weg sehr sandig ist und wir schnell stecken bleiben könnten, parkten wir erstmal am Rand vom Weg und hatten auf jeden Fall eine ruhigere Nacht. Und wie irgendwie überall, egal ob hier Leute wohnen oder es nur leere Ferienwohnungen und Camper gibt, fahren immer Altmetallsammler mit ihrem Megafon herum. Ihr erkennt mich wahrscheinlich nicht wegen der Sonnenbrille und der Cappy, aber es ist immer noch ich. Und jetzt am Abend dachte ich, fahre ich nochmal eine Runde Fahrrad. Nicht mit dem Paddel natürlich. Yogamatte, nee, auch nicht. Ja, yeah, das ist das Richtige. Das erste Stück war gleich dieser Berg, da musste ich erstmal hochschieben. Yay. Ja, ist ja ganz süß hier, sehr touristisch, so kleiner Hafen mit ganz vielen Restaurants, Fischerboote und mit dieser Vintage-Fähre kann man, glaube ich, so eine Rundfahrt machen zu diesem Mount Athos auf der nächsten Halbinsel, so ein 2000 Meter hoher Berg, wo man nicht hinfahren kann, aber halt mit dieser Fähre. Ja, ist ganz süß hier. Im Sommer ist es bestimmt richtig voll. Restaurant direkt am Wasser. Ich glaube, man kann so fast sein Abendessen genießen und dabei die Füße im Wasser haben. Das ist schon praktisch. Ja, und es gibt super viele Katzen in Griechenland. Ich glaube, wir sollten uns mal angewöhnen, immer Katzenfutter dabei zu haben. Aber schon lustig, eine Katze, die am Strand chillt, so direkt am Wasser. So, jetzt bin ich zurück. Ich wollte noch mal sagen, ich finde es irgendwie schon krass, wie viele Wohnmobile
Also wir gehören natürlich auch dazu, jetzt hier an diesem Strand abhängen, weil ich kann mich halt nicht... Oh, die Gänse. Man hört die Gänse bis hier. Aber ich kann mich halt irgendwie nicht so dran erinnern oder ich war da noch nicht so sensibilisiert für, dass in Deutschland zum Beispiel irgendwo an der Nordsee oder Ostsee oder an einem großen See, Fluss, was auch immer, ganz viele Camper einfach so frei rumstehen. Wahrscheinlich wird es in Deutschland stärker unterbunden oder ist halt gar nicht erlaubt und hier wird es halt geduldet und deswegen kommen hier einfach jetzt auch gerade noch so Osterferien, kommen hier alle für ihren Urlaub her. Schon irgendwie ein bisschen krass, weil es schon so voller Campingplatz-Feeling hier, ne? Überall stehen Leute mit ihren Tischen und Stühlen, schon irgendwie ein bisschen krass. So, heute ist es ein bisschen windiger. Ich denke, das hört man auch in der Kamera. Dann schalten wir mal zu Windmodus. Okay, jetzt glaube ich besser, oder? Ich würde ja voll gern mal ausprobieren zu kiten, Kitesurfen, aber das ist halt ein bisschen kompliziert und teuer. Aber ich habe ja hier diesen Drachen und wir haben ein Surfboard. Also warum kann ich nicht damit einfach kiten? Das ist natürlich um einiges kleiner als ein normaler Kitesurf-Drachen, aber ich bin ja auch kein Pro, deswegen fange ich mal lieber klein an. Aber ich muss natürlich erstmal gucken, ob der Wind, weil diese Dinger brauchen immer recht viel Wind, dass sie oben bleiben. Das heißt, ich gucke jetzt mal, wie gut und wie viel Kraft ich in diesem kleinen Drachen bekomme. Okay, es ist auf jeden Fall genug Wind für den Drachen. Jetzt muss ich noch mal schauen, weil ich kann natürlich nicht auf dem Surfboard, also ich werde wahrscheinlich eh nicht stehen, aber sitzen. Aber ich kann ja nicht mit beiden Händen so machen. Deswegen brauche ich, wie beim Kitesurfen, haben die ja so eine Stange, was man mit einer Hand oder irgendwie allgemein besser festhalten kann. Gucken, ob ich da was machen kann. Vielleicht kann ich das ja benutzen, dann mache ich hier den Drachen fest und dann kann ich das besser kontrollieren. So. Mal sehen, ob das funktioniert. Yeah! Oh. Also ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger dann zu lenken. Okay, ist nicht so leicht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen den Drachenfliegen üben, bevor es auf dem Surfbrett funktioniert, weil da ist natürlich auch sehr wackelig. Wenn der Drache einmal ins Wasser fällt, dann ist es, glaube ich, voll schwer, den wieder zum Steigen zu bringen. Anderer Ort, wir sind jetzt hier völlig im Sommerurlaub angekommen und ich werde es jetzt noch mal versuchen mit dem Kite Paddleboarding. Kitesurfen auf dem Paddleboard. Ich drücke die Daumen. Es ist auf jeden Fall richtig schön hier, allerdings auch ein bisschen voll, aber wir haben uns hier richtig perfekt unsere kleine Nische gebaut, weil wir neben so einem Busch stehen, das heißt, niemand kann neben uns und da unser Van ist so ein bisschen die Wand und jetzt haben wir hier unsere kleine Sommerurlaub-Ecke gebaut. Wie ist es? Richtig toll. Ich weiß, ich habe so Sprüche gemacht, als du das Ding gekauft hast, aber es ist so schön. Da auf dem Wasser hat man so seine Ruhe, man ist so voll in der Natur und halt umgeben von Meer. Es ist super klares Wasser, es ist einfach toll.
Ja, es ist ein bisschen Wind, aber es sind immer eher so Böen und dann die Grundwindgeschwindigkeit ist leider nicht schnell genug, deswegen, tja. Hey! Sorry guys, this is Bacalar. Oh! Hot, if you want to try. Jetzt wurde uns gerade eine serbische Spezialität angeboten, aber das war irgendwie, was war das, so ein Fisch, ne? Das waren frische Fische, also angeblich von heute. Und es war so süß, weil da waren auch noch so Blümchen und sie haben den Teller voll nett dekoriert. Ja. Und wir waren so, wir essen sowas nicht. Tja. Willkommen zu BBC Earth. Wir haben ja wundervolle Aloe Vera Pflanzen, die jetzt gerade sogar blühen. Und was wir gestern bei einem Spaziergang gesehen haben ist, weil auf dem Hinweg haben wir auch welche gesehen, da waren die aber noch geschlossen und auf dem Rückweg waren die dann geöffnet. In der Nacht schützt sich die Blüte, indem sie sich schließt vor der Kälte und so. Und am Tag, wenn jetzt die Sonne scheint, dann öffnet die sich für die ganzen Bienen, die hier jetzt schon rumfliegen und noch nichts bekommen, damit die dann da an den Nektar können. Und ich werde jetzt mal versuchen, diesen Prozess des Aufgehens dieser Blüte festzuhalten. An dieser Stelle hat dann die Kamera leider aufgehört aufzunehmen. Akku war noch halb voll, Speicherkarte hatte auch noch Platz. Aber naja, jetzt waren auf jeden Fall richtig viele Bienen unterwegs. Die Pflanzen waren jetzt ein paar Tage in dieser Presse und jetzt gucken wir mal, was daraus geworden ist. Ich habe jetzt diese Pflanzen gepresst, weil ich die Idee irgendwie voll schön finde, das überall in Europa oder da, wo wir hinreisen, zu machen und das so ein bisschen zu katalogisieren, weil wir immer so viele Sachen sehen und in so unterschiedlichen Landschaften sind, wo natürlich die Pflanzen ganz unterschiedlich sind. Und so kann man das irgendwie ein bisschen mitnehmen und sich dann später daran erinnern, welche Schönheit da so war. So, der nächste Versuch zu kiten. Okay, los geht's. Ich werde erstmal mit dem Paddel ein bisschen rauspaddeln. Dann wird Laura den Drachen steigen lassen und dann werde ich vom Wind wieder an Land gezogen oder so. So die Theorie, aber wie ihr seht, war es leider doch nicht windig genug. Ich hatte aber schon eine neue Idee. Ich bin hier so wie Captain Rainbow von Marvel. Die Captain Rainbow Idee für den nächsten Versuch war, ich paddel etwas weiter weg, damit der Wind mich nicht immer direkt ans Ufer treibt und lasse dann die aufgerollte Schnur vom Kite langsam raus. So habe ich dann auch etwas mehr Manövrierfreiraum. Aber leider war es einfach immer noch nicht windig genug. Aber noch einen Tag später waren die Windböen etwas stärker. Ja, das hat auch ganz gut geklappt. Für den Anfang auf jeden Fall. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal mit mehr Wind probieren oder mit einem größeren Drachen. Also falls da vielleicht auch ein paar Kitesurf-Profis unter euch sind, gerne ein paar Tipps in die Kommentare. Aber es hat auf jeden Fall halbwegs funktioniert und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hey, hast du schon unser neues Video gesehen? Richtig lustig, ne? Ja, hast einen Daumen nach oben da gelassen? Mega, richtig cool. Abonniert hast du auch, oder? Ja, geil, danke dir. Dann bekommst du ja auch mal Bescheid, wenn wir ein neues Video hochladen. Wenn du Bock hast, kannst du ja nochmal einen Kommentar unter das Video schreiben, was du am lustigsten fandest oder so. Okay, danke dir. Bis dann.